Sie waren die Töchter von Königin Victoria. Sie wuchsen in derselben königlichen Familie auf, doch ihre Schicksale hätten unterschiedlicher kaum sein können. Das sind ihre Geschichten. Abseits des königlichen Hofes verbringt die Familie von Königin Victoria hier einen Teil des Sommers. Rund um das Swiss Cottage arbeiten die Kinder im Garten, kümmern sich um die Tiere oder beschäftigen sich in den kleinen Werkstätten. Und mittendrin ist immer wieder Prinz Albert. Er nimmt großen Anteil an ihrer Erziehung, beschäftigt sich mit ihrem Unterricht und fördert ihre unterschiedlichen Begabungen. Zu ihrem Zeitpunkt haben Victoria und Albert bereits 7 Kinder. 4 ihrer 5 Töchter sind schon geboren. Die 10-jährige Vicky, die 8-jährige Alice, die 5-jährige Helena und die 3-jährige Luise. Beatrice wird erst 6 Jahre später zur Welt kommen. Die älteste, Vicky, ist selbstbewusst, temperamentvoll und außergewöhnlich begabt. Früh lernt sie Englisch, Deutsch und Französisch. Später beschäftigt sie sich mit Geschichte, Geographie und Mathematik. Albert fördert sie besonders intensiv. Vicky wird sein Lieblingskind und steht ihm auch geistig sehr nahe. Eine besonders enge Beziehung hat sie zu ihrer jüngeren Schwester Alice. Alice ist sanft und ausgeglichen. Königin Victoria beschreibt sie liebevoll als gut und liebenswürdig. Schon früh kümmert sie sich um die Jüngeren und kann selbst ihren häufig launischen Bruder Bertie aufheitern. Das 5-jährige Lännchen dagegen ist robust und burschikös. Helena hilft Alfred in seiner Werkstatt, spielt mit Arthur Soldaten, arbeitet im Garten und kümmert sich um die Pferde. Luise wiederum besitzt einen starken eigenen Willen und zeigt schon früh großes künstlerisches Talent. Mit Begeisterung zeichnet und malt sie. Später wird sie tatsächlich als Bildhauerin arbeiten. Noch fehlt allerdings eine der 5 Schwestern. 1857 wird Beatrice geboren, das 9. und letzte Kind von Victoria und Albert. Innerhalb der Familie nennen sie alle nur Baby. Bei ihr sind die Eltern weniger streng und besonders Albert verwöhnt sein Nesthäkchen. Damit sind die 5 Schwestern vollständig. Vicky, die hochbegabte Lieblingstochter des Vaters, Alice, die sanfte und fürsorgende, Helena, das robuste Lännchen, Luise, die eigenwillige Künstlerin und Beatrice, das verwöhnte Nesthäkchen. Doch 1861 zerbricht diese Welt. Im Dezember wird Prinz Albert schwer krank. Alice verbringt viel Zeit an seiner Seite. Von einem seiner letzten Sonntage ist eine besonders berührende Szene überliefert. Während die übrigen Familienmitglieder in der Kirche sind, bleibt Alice allein bei ihrem Vater. Albert lässt sein Sofa ans Fenster schieben und blickt hinaus in den Himmel auf die vorbeiziehenden Wolken. Dann bittet er Alice, sich ans Klavier zu setzen. Sie spielt ihm einige seiner Lieblingschoräle und Kirchenlieder vor. Es ist ein stiller Moment zwischen Vater und Tochter. Wenige Tage später, am 14. Dezember 1861, stirbt Prinz Albert. Er ist gerade einmal 42 Jahre alt. Königin Victoria ist zutiefst erschüttert. Sie verliert ihren Ehemann und engsten Vertrauten. Doch auch für ihre Töchter ist danach nichts mehr wie zuvor. Die 18-jährige Alice wird zu einer wichtigen Stütze ihrer verzweifelten Mutter. Helena ist 15, Luise 13 und Beatrice gerade einmal 4 Jahre alt. 1858 heiratet die erst 17-jährige Vicky den preußischen Prinzen Friedrich Wilhelm, genannt Fritz, und verlässt ihre Familie. Noch vor seinem Tod hatte Albert große Hoffnungen in diese Ehe gesetzt. Seine hochbegabte Lieblingstochter sollte gemeinsam mit Fritz die liberalen Ideen weitertragen,
die ihnen beiden wichtig waren. Doch am preußischen Hof fühlt sich Vicky zunehmend als Fremde. Ihre englische Herkunft, ihr Selbstbewusstsein und ihre Vorstellungen stoßen auf Widerstand. Halt findet sie vor allem in ihrer Ehe mit Fritz. Das Paar bekommt 8 Kinder, doch bereits die Geburt ihres ersten Sohnes Wilhelm 1859 läuft dramatisch. Sein linker Arm wird schwer verletzt und bleibt dauerhaft beeinträchtigt. Für Vicky wird die Behinderung ihres Sohnes zu einer großen Sorge. Wilhelm ist schließlich der zukünftige Thronfolger. Sie will unbedingt, dass er trotz seiner körperlichen Einschränkung den hohen Erwartungen gerecht wird. Je stärker Vicky versucht, ihrem Sohn jene Ideale mitzugeben, die sie selbst von ihrem geliebten Vater übernommen hatte, desto mehr entfernt sich Wilhelm von ihr. Ihre Schwester Alice beginnt unterdessen in Hessen ein neues Leben. 1862 heiratet sie Prinz Ludwig und zieht nach Darmstadt. Das Paar bekommt 7 Kinder. Auch dort bleibt Alice ihrem Wesen treu. Die Fürsorge, die sie schon als Mädchen gezeigt hatte, wird zu ihrer Lebensaufgabe. Sie engagiert sich für die Krankenpflege und bessere hygienische Bedingungen und gründet einen Kranken- und Armenpflegeverein. Doch 1873 erlebt Alice einen schweren Schicksalsschlag. Ihr 2,5-jähriger Sohn Friedrich, genannt Fritti, leidet an Hämophilie, jener erblichen Bluterkrankheit, die sich über die Nachkommen Königin Viktorias verbreiten sollte. Der kleine Junge stürzt aus einem Fenster. Aufgrund seiner Krankheit kommt es zu inneren Blutungen. Fritti stirbt. Für Alice ist es ein furchtbarer Verlust. Die Frau, die ihr Leben dem Helfen und Pflegen widmet, kann ausgerechnet ihr eigenes Kind nicht retten. Und doch muss das Leben für die Mutter von nun 6 Kindern weitergehen. Unter ihnen sind Elisabeth, genannt Ella, und Alex, die spätere letzte Zarin Russlands. Doch für Alice selbst sollte Frittis Tod nicht der letzte schwere Verlust bleiben. Die größte Tragödie ihres Lebens stand ihr noch bevor. Während Vicky und Alice England verlassen hatten, blieben die 3 jüngeren Schwestern zunächst bei ihrer Mutter. Helena, das einst so buschiköse Lämmchen, entwickelte sich nach Alberts Tod zu einer pflichtbewussten jungen Frau. 1865 lernte sie den 15 Jahre älteren Prinzen Christian von Schleswig-Holstein kennen und wollte ihn heiraten. Victoria stimmte zu, allerdings unter einer Bedingung. Helena sollte England nicht verlassen. Das Paar musste in ihrer Nähe bleiben. Helena akzeptierte. 1866 heirateten die beiden, bekamen 6 Kinder und führten eine lange und vergleichsweise stabile Ehe. Daneben engagierte sich Helena intensiv für die Krankenpflege. Sie hatte innerhalb der Grenzen, die ihre Mutter ihr setzte, offenbar ihren eigenen Platz gefunden. Ihre jüngere Schwester Luise wollte dagegen mehr Freiheit. Die temperamentvolle und unkonventionelle Prinzessin nahm vor allem ihre Kunst ernst. Sie ließ sich zur Bildhauerin ausbilden und arbeitete später sogar öffentlich als Künstlerin. Für eine Tochter Königin Viktorias höchst ungewöhnlich. Auch bei ihrer Ehe entschied sich Luise anders als ihre Schwestern. 1871 heiratete sie keinen ausländischen Prinzen, sondern John Campbell, einen britischen Adligen. Die Ehe blieb kinderlos. Einige Jahre lebte das Paar in Kanada, wo Luise sich ihrer Kunst widmete und sich für die Bildung von Frauen engagierte. Luise hatte sich damit Freiräume geschaffen, die für eine Königstochter ihrer Zeit ungewöhnlich waren. Doch mit den Jahren entfernten sich Luise und ihr Mann zunehmend voneinander. Am deutlichsten zeigte sich Viktorias Wunsch, eine Tochter bei sich zu behalten, bei Beatrice.
Aus dem einstigen Baby war längst die ständige Begleiterin ihrer Mutter geworden. Für Victoria ganz selbstverständlich. Doch 1884 verliebte sich die 27-jährige Beatrice in Prinz Heinrich von Battenberg. Sie wollte ihn heiraten. Victoria reagierte mit eisiger Ablehnung und sprach monatelang nicht mit ihrer Tochter. Erst nach etwa 8 Monaten gab sie nach. Doch ihre Zustimmung hatte Bedingungen. Heinrich musste seine Stellung in der preußischen Armee aufgeben und das Paar sollte auch nach der Hochzeit bei Victoria leben. Damit hatten die 3 Schwestern vollkommen unterschiedliche Wege gefunden. Helena hatte sich mit der Nähe zur Mutter arrangiert, Luise hatte sich Freiräume geschaffen und Beatrice durfte den Mann heiraten, den sie liebte. Dann kam das Schicksalsjahr 1878. Im November brach in der Familie von Alice Diphtherie aus. Fast alle ihre Kinder erkrankten, nur Ella blieb verschont. Und Alice tat das, was sie schon ihr ganzes Leben getan hatte. Sie pflegte ihre Kinder. Doch dann starb ihre 4-jährige Tochter Marie. Nach Fritti verlor Alice damit bereits ihr zweites Kind. Noch immer waren andere Familienmitglieder krank. Alice pflegte sie weiter und infizierte sich schließlich selbst. Am 14. Dezember 1878 starb sie in Darmstadt. Sie wurde nur 35 Jahre alt. Für Vicky bedeutete ihr Tod den Verlust einer Schwester, der sie seit ihrer Kindheit besonders nahe gestanden hatte. Doch nur wenige Monate später traf Vicky der nächste Verlust. Auch ihr 11-jähriger Sohn Waldemar starb an Diphtherie. Innerhalb kurzer Zeit hatte sie ihre geliebte Schwester und eines ihrer eigenen Kinder verloren. Doch eine große Hoffnung blieb ihr noch. Jahrzehntelang hatten Vicky und Fritz darauf gewartet, eines Tages Kaiser und Kaiserin zu werden. Als dieser Moment 1888 endlich kam, war ihr Mann jedoch bereits schwer an Kehlkopfkrebs erkrankt. Nach all den Jahren des Wartens blieben ihnen gerade einmal 99 Tage als Kaiserpaar. Am 15. Juni 1888 starb Friedrich III. Für Vicky zerbrach damit nicht nur ihre Ehe. Nun wurde ausgerechnet ihr ältester Sohn Wilhelm Kaiser, jener Sohn, der sich längst von vielen ihrer Vorstellungen entfernt hatte. Auch Beatrice sollte den Mann verlieren, für den sie gekämpft hatte. Ende 1895 wollte Heinrich an einer militärischen Expedition nach Westafrika teilnehmen. Königin Victoria hatte große Bedenken und versuchte zunächst, ihn davon abzuhalten. Sie hatte ihren Schwiegersohn inzwischen ins Herz geschlossen und sorgte sich um die Gefahren der Reise. Erst nach Heinrichs Drängen gab sie schließlich nach. Ihre Sorge sollte sich auf tragische Weise als berechtigt erweisen. In Westafrika erkrankte Heinrich an Malaria. Im Januar 1896 starb er auf der Rückreise. Beatrice war mit nur 38 Jahren Witwe. Nun war der Mann, für den sie sich einst durchgesetzt hatte, tot. Von den 5 Schwestern, die einst gemeinsam in Osborn aufgewachsen waren, führte nun jede ein vollkommen anderes Leben. Doch im Januar 1901 starb die Frau, die ihre Wege wie keine andere geprägt hatte: Königin Victoria. Alice war zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als 20 Jahren tot und auch Vicky blieben nur noch wenige Monate. Sie litt an Brustkrebs und war bereits so schwer krank, dass sie nicht mehr nach England reisen konnte, um sich von ihrer Mutter zu verabschieden. Am 5. August 1901 starb Vicky mit 60 Jahren auf Schloss Friedrichshof. Helena dagegen war ein langes und vergleichsweise ruhiges Leben vergönnt. 1916 feierte sie mit Christian ihre goldene Hochzeit. Als einziges Kind Königin Victorias erreichte sie gemeinsam mit ihrem Ehepartner den 50. Hochzeitstag.
Helena starb 1923 mit 77 Jahren. Luise blieb ihrer Kunst bis ins hohe Alter treu. Sie wurde 91 Jahre alt. Beatrice beschäftigte sich nach dem Tod ihrer Mutter intensiv mit Victorias Tagebüchern. Sie übertrug die Aufzeichnungen und vernichtete dabei Passagen, die sie für zu privat oder unangemessen hielt. 1944 starb Beatrice mit 87 Jahren. So unterschiedlich ihre Leben verliefen, eines verband sie bis zuletzt. Sie waren die Töchter von Königin Victoria, einer Mutter, deren Liebe, Erwartungen und Einfluss ihre Lebenswege entscheidend geprägt hatten.